Heute möchte ich euch zeigen, wie man die Bremsbacken für ein Buch 500 einbaut. Von 1957 bis 1968 von 500er mit einem kleinen Loch, also vorn. 650, 700 hat vorne das größere Loch. Und das ist die hintere Bremsträgerplatte. Also auf der Bremsträgerplatte gibt es da so 3 Erhöhungen. Da gibt man einmal ein bisschen Fett drauf. Dann kommt die Bremsbacke rauf, auf den Exzenter. Und wie hänge ich aber jetzt die Federn ein? Das machen die Leute immer falsch. Bei der Vorderbremse, da haben wir dieser vordere zum Beispiel da. Da ist diese starke Feder, das darf nicht da streifen. Sieht man das da drinnen? Dass das da, wenn es verkehrt eingebaut ist, wenn das nach unten geht, streift das und dann reißt die Feder ab. Das muss man richtig. Und die gehört immer hinter die Bremsbacken, damit die Bremsbacken zu der Bremsträgerplatte gedrückt werden. Die sollen nicht nach vordrücken, sondern nach hinten. Darum hängt man es hinten ein, alle beide. Auch unten. Die ist auch unten. Und jetzt, wenn ich da jetzt so eine Bremsplatte habe, also die 3 Batzeln Fett, dann hänge ich die rein. Dann die Feder, die soll auf dem Vierkant da in der Höhe sein. Und nicht, dass ich sie so montiere, dass sie dann drückt. Das ist schlecht. Sie muss so sein. Aber auf der hinteren Seite natürlich wieder da. Ja, der Vierkant ist locker. Und dann bei der vorderen nicht die Feder so unten hängen, sondern die Feder muss oben sein, eingehängt. Weil würde man sie verkehrt montieren, also so, dann wetzt sich das da auf der Trommel ab. Dann schneidet es das da ein und dann reißt die Feder ab. Also richtig einbauen, ja. Und bei der hinteren Bremsbacke ist nicht diese starke Feder, die ist nur vorne. Da ist diese schwächere Feder. Unten ist wieder die gleiche. Also man muss aufpassen, dass das wieder in der Höhe steht und nicht unten anstoßt, wenn man es drinnen hat. Und da muss man dann noch, da gibt es nämlich eine Stütze. Die Stütze gehört immer nach oben. Das habe ich da so schön. Und die Feder muss man auch von hinten richtig einhängen. Also nicht, dass die Spule da unten ist, also auf Druck, sondern so. Die soll noch rauf zeigen, diese Windung. Und da muss man dann aufpassen, dass der Handbremshebel, da gibt es einen rechten und einen linken. Nach oben gebogen und dann für hinten muss man aufpassen, rechts und links. Und auch die Handbremsseile immer lösen, weil sonst bringt man oft die Trommel nicht drauf. Und in einem anderen Video habe ich ja schon gezeigt, man soll hergehen und in der Bremstrommel schauen, ob die vollflächig aufliegen oder ob sie schaukeln. Es kommt auf den Durchmesser. Also ich habe das aber in einem anderen Video schon gesagt. Sonst müsste ich da mit einer Ausdrehvorrichtung, mit der Exzenter stelle ich das dann ein, dann müsste ich diesen Durchmesser von der Trommel genau anfertigen, also Übermaß backen. Und dann würde die Bremse vom ersten Tag vollflächig aufliegen. Weil meistens liegen sie nur ein Teil auf am Anfang. Und wenn sie alt sind, liegen sie vollflächig auf, aber da sind sie da schon immer dünner. Ich hoffe, das war's. Der Unterschied habe ich auch in anderen Videos. Das sind die 500er Trommeln, die was da keine Rille haben. Das sind die 650er, die 700er. Weil die haben hinten da 52. Der Buch 500 hat da nur 47 Durchmesser und die hintere Bremstrommel. Und bei der Bremsträgerplatte
das kleine Loch und das große Loch. Und beim großen Loch ist das auch mehr eckig, nicht so schön rund. Also das ist eine 500er Bremsträgerplatte und das ist eine 650 und 700 Kombi. Wenn man Alubremstrommeln hat, von 57 bis 68. Ich hoffe, das war's.